für das Reich Gottes, dann werdet ihr in eurem Herzen diese Freude erleben, dass ihr dem Herrn dafür danken könnt. It is a big joy. Das ist eine große Freude. It is really joy. Es ist wirkliche Freude. That's why he says, rejoice and be glad. Word 12, the last beatitude. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Die letzte Seligpreisung, Vers 12. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Today we are so much upset about the persecutions and suffering upon Christian brothers in Iraq and in Syria. Heute hören wir so viel über Verfolgung und Beschimpfung unserer Brüder und Schwestern im Syrien und im Irak. But we must know there is a joy about that in heaven. Aber wir müssen wissen, im Himmel gibt es eine Freude darüber. Yes. Because there are some people ready to die for the faith in Christ. Weil es gibt wirklich Menschen, die bereit sind, für den Glauben zu sterben, ihr Leben zu geben. There is straight question, do you renounce Christ or renounce Christ and become our citizen? Then you are free. Otherwise, if you still believe in Christ, you will be killed. Und es gibt da nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder widersagt ihr dem Christentum und dann seid ihr Mitglieder von uns, oder ihr bleibt beim Christentum, bekennt euch dazu, dann werdet ihr getötet. So this is where the faith is proved. Da wird der Glaube geprüft. Yes. And that faith which is proclaimed there at the cost of his life become a big flame spreading to the whole world. Und dieser Glaube, der dort geprüft wird, bis dahin, dass die Menschen ihr Leben dafür geben, dieser Glaube wird ausgebreitet in der ganzen Welt. Yes. And eventually these people who kill them will also be transformed. Und vielleicht ist es selbst so, dass die Menschen, die die Christen dort töten, dass auch sie eine Verwandlung erleben. Yes. All the apostles, the same Matthew was killed by burning him, tied upon a wood and burnt him alive. Selbst die Apostel oder hier Matthäus, sie haben alle ihr Leben hingegeben. Matthäus wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. And while he was burning, the flame went and began to burn all the people who were trying to kill him. Und bei Matthäus war es so, während er am Brennen war, ging eine Flamme von ihm aus. Das Feuer schoss über ihn hinweg und verbrannte alle, die ihn getötet haben, die darum standen. And the chief or the governor of that place is the one who gave order to burn him, and he knelt down and began to cry, and he converted to Christianity. In the same place he took the name of Matthew and became a Christian. Und der Oberste dieser Stadt, der Regierungschef dort, wie ich sagen soll, als er das sah, fiel er auf einmal in die Knie und bekam eine tiefe Umkehr. Er wurde Christ und nahm an diesem Ort sogar den Namen des Matthäus an. Yes. So every martyrs have gained many souls. Also jedes Martyrium hat Seelen gewonnen, viele Seelen gewonnen. So in India we have seen this, a lot of people were killed, but at the same time in that area faith began to grow more stronger. In Indien haben wir das erlebt, dort wurden auch viele Menschen um des Glaubens willen getötet und genau dort wuchs der Glaube und wurde stärker. A cloister sister, she attended my retreat too. Eine Ordensschwester, die auch an meinen Exerzitien teilgenommen hat. In North India, and after that, few years back, after few years she was killed
stabbed 40 times. She was stabbed. Und diese Schwester, das war in Nordindien, einige Jahre nachdem sie an den Exerzitien teilgenommen hatte, wurde sie erstochen mit 40 Stichen. She was dragged out from the bus. Sie wurde aus dem Bus herausgezerrt. And eventually this man who stabbed her 40 times converted, and he is now a Christian. Und In the dieser same Mann, place. der sie dort erstochen hat, ist später konvertiert und ist Christ geworden an demselben Ort. Is she remembering Maria Goretti? Yes. So, persecution will bring, only through persecution, the powerful evangelization and conversion will take place. Also nur durch Verfolgung kann Evangelisation und Umkehr zum Glauben stattfinden. Yes. So, if our faith is strong, we will have no fear on persecution. Wenn unser Glaube wirklich stark ist, fürchten wir uns nicht vor Verfolgung. Yes. Pope Francis is not afraid that he will be killed. He don't want to travel in a security. He don't want to travel in a Pope mobile with bulletproof car. No. Und Papst Franziskus hat keine Angst, dass er getötet wird. Er lehnt es ab, in so einem gesicherten Papamobil herumzufahren. He normally travel. Er fährt ganz normal, ganz gewöhnlich. So, it is our heart should accept many persecutions for the sake of faith. Und unser Herz sollte diese Verfolgungen um des Glaubens willen annehmen. Couple of days back we celebrated the feast of St. Lawrence. Vor einigen Tagen haben wir das Fest des heiligen Laurentius gefeiert. They put him in a grill and roasted him. Er wurde auf einem Grill verbrannt, geröstet sozusagen. And when his one side was burnt, Und als er auf der einen Seite schon verbrannt war, he said smilingly, "My one side is burned, turn my other side." da sagte er sogar mit einem Lächeln auf den Lippen, ich bin auf der einen Seite schon ganz verbrannt, ihr könnt mich umdrehen. Imagine. Stellt euch das vor. Something which is not written in the Bible Etwas, was nicht in der Bibel steht, is the way all these apostles died. ist die Art und Weise, wie alle Apostel gestorben sind. Because they were not there to write it. Weil die Apostel waren nicht mehr da, um das aufzuschreiben. This St. Mark was tied on a horse's tail and dragged in the city of Alexandria. Markus wurde auf ein Rad gebunden und durch die Stadt. An den Schwanz von einem Pferd. Ach so, an dem Schwanz von einem Pferd und wurde dann umhergeschleift. So, he was dragged 2 days. This horse was running, dragging him 2 days. Und es heißt, dass 2 Tage lang dieses Pferd mit dem Markus so rumgerannt ist. And whole flesh and blood poured in the whole Alexandria. Und in ganz Alexandria wurde sein Fleisch und sein Blut rumgespritzt. Nathanael. Oder Nathanael, Bartholomäus. His skin was peeled and he was dipped in boiling oil. Ihm wurde die Haut abgezogen und dann wurde er in heißes Öl geworfen. Only St. John escaped from the martyrdom, but he was also put in oil, but he did not die, and he was excommunicated to another country. Und selbst Johannes, er hat nicht das Martyrium erlitten, aber man hat ihn auch in
in heißes Öl geworfen. Er ist nur nicht daran gestorben, sondern er ist dann, wie nennt man das? Verbannt in eine andere Stadt. Yes. So all the Peter we know was crucified upside down. Und von Petrus wissen wir, dass er verkehrt herum gekreuzigt wurde. So the faith what we have received from Abraham has gone through similar test and persecution even for Abraham. Und der Glaube, den wir von Abraham empfangen haben, er geht durch Verfolgung. Selbst für Abraham ist es so gewesen. And it continued to everybody. Und das setzt sich fort für jeden Einzelnen. How much King David had to suffer. Oder stellen wir uns vor, König David, wie viel musste er leiden? And eventually Jesus himself have suffered. Und Jesus selbst, er hat das meiste gelitten. And all the apostles, the 12 apostles have suffered like Jesus himself. Und die 12 Apostel, sie haben gelitten wie Jesus selbst. And that is the foundation of the faith of the Catholic Church. Und das ist der Grund des Glaubens für die katholische Kirche, das Fundament. So how can the church go away? Also wie kann die Kirche niedergehen? And every day we are remembering one saint, but because all the saints are alive, they are in eternity, they are with us. Und jeden Tag erinnern wir uns wenigstens an einen Heiligen, weil sie leben, sie sind in der Ewigkeit, sie sind mit uns. Yes. Now, so our heart must be associated with the suffering of Christ and suffering of the apostles. Also unser Herz soll verbunden sein mit dem Leiden der Apostel und mit den Leiden der anderen Christen, der Verfolgten. Once I was giving a retreat in India in a diocese for all the priests. Einmal habe ich in Indien Exerzitien gegeben, in einer Diözese für die Priester. So there was a priest in that diocese who had gone through terrible persecution. Und es gab einen Priester dort in der Diözese, der durch furchtbare Verfolgung gegangen ist. His name was Christudas. Christudas means the servant of Christ. Also sein Name war Gottesknecht übersetzt. Okay. He was stripped naked and made to walk in the town completely, this priest. Was war mit ihm? He was made naked. Er musste sich ausziehen und dann musste er so nackt durch die Stadt gehen. And he was beaten up. Und dann wurde er geschlagen. And police was there, but they could not do anything. Und die Polizei war da, aber sie konnte nichts ausrichten. And eventually he was arrested. Und dann wurde er gefangen genommen ins He Gefängnis don't know gesperrt. what for he is arrested. Aber er wusste nicht, weshalb er eingesperrt wurde. Others are beating him, Andere haben ihn geschlagen. but he is arrested. Aber er wurde eingesperrt. And he was thrown into the prison. Und dann wurde er ins Gefängnis geworfen. Now, I had a talk with him. Then afterwards he became freed from that. So I was having a talk with him. Er wurde dann irgendwann befreit und ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich hatte ein Gespräch mit ihm. And I invited him to celebrate one day Holy Mass in that retreat. Und während dieser Exerzitien habe ich ihn eingeladen, dass er einmal die Heilige Messe feiern sollte. And in that Holy Mass he told something which was very, very touching. Und in dieser Heiligen Messe erzählte er etwas, was sehr berührend war. He said he had not spoken this earlier. Und er sagte, das hätte er vorher noch nirgendwo erzählt. That is, when he was thrown in the prison and he was lying in a corner, eventually in the evening other prisoners came and told him, come on, eat something. Und er sagte, als er in dieses Gefängnis hineingeworfen wurde und dort in einer Ecke lag,
Da kamen abends andere Gefangene zu ihm und sagten, komm, komm, ess doch was. He was not in a attitude to eat anything, Aber er war überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu essen. but they pulled him, they dragged him to the center of the room. Aber sie zogen ihn heraus aus der Ecke in die Mitte des Raumes. And one man threw one chapati, that is the bread, this bread, one bread into his hand. Und jemand warf ihm das Brot in die Hand. And it came into his hand. Und es kam in seine Hände. At that moment, he felt, this is my mass of today. Und in dem Augenblick, als er dieses Brot in den Händen hielt, sagte er, das ist jetzt meine heilige Messe für heute. He began to look at that bread, and few moments he was in silence. Er schaute das Brot an und blieb einige Momente in der Stille. And all the Eucharistic prayers coming through his mind. Und alle die eucharistischen Gebete während der Eucharistiefeier kamen ihm in den Sinn. And he said, at that moment he felt all his lost power he regained. He got the full power of God at that moment. Und dann, in dem Augenblick, spürte er, wie alle verlorenen Kräfte in ihn zurückkamen, wie er die ganze Kraft Gottes erhielt. Then he realized he must celebrate Mass in this prison every day. Und dann erkannte er, dass er jeden Tag die heilige Messe im Gefängnis feiern sollte. And through that he was completely healed and he became completely a normal person after that persecution. Und dadurch, dass er das tat, wurde er vollständig geheilt und wurde trotz dieser Verfolgung wieder ein ganz normaler Mensch. Yes. Everybody suggested he must go for psychological treatment, he must go for some counseling, so many other things, but he had nothing to do, only this Eucharistic power. Und alle, die ihn nachher sahen, als er freigelassen wurde, dachten, er müsste in psychologische Behandlung gehen aufgrund all dieser Verfolgungen und das, was ihm angetan war. Aber alles das war nicht der Fall. Er hatte die ganze Kraft durch die heilige Eucharistie zurückempfangen. So, Und alle every day, that's why Jesus said, take up your own cross daily and follow me. Darum sagt Jesus, komm, nehmt euer tägliches Kreuz auf euch und folgt mir. First thing is, you must take up your cross. Second thing, don't follow the one who gave you the cross, instead follow Jesus. Und es ist in der Tat so, wir sollen unser tägliches Kreuz auf uns nehmen, aber dann sollen wir nicht dem nachfolgen, der uns das Kreuz aufgebürdet hat, sondern wir sollen Jesus folgen. That is in the Holy Mass, that is in the Calvary. Das geschieht in der Heiligen Messe, das geschieht auf Calvaria. So, suffering and death, then comes the resurrection. Zuerst sind die Leiden und der Tod, dann kommt die Auferstehung. So this is a daily process. Das ist ein täglicher Prozess. One way or other, every day, some suffering you must get. Egal wie es auch ist, ein paar Leiden an jedem Tag werden wir auf uns nehmen, sollten wir auf uns nehmen. But you must believe that is your Good Friday and then the next day will be the resurrection. Aber ihr müsst glauben, das ist jetzt euer Karfreitag und am nächsten Tag kommt die Auferstehung. And that is what he says, blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad. Deswegen heißt es, selig seid ihr, die ihr beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Ihr tut es meinetwillen und darum freut euch. This joy is the experience of resurrection. Diese Freude darin ist die Erfahrung der Auferstehung. So, Passion and resurrection, Good Friday and Easter.
Also Leiden und Auferstehung, Karfreitag und Ostern. So this Good Friday experience we may have from your own very beloved ones, but we must recognize that is from the hands of Jesus. Diese Karfreitagserfahrung mögen wir zugefügt bekommen von unseren Geliebten, die oder Lieben, die uns um uns herum sind. Aber wir sollen glauben und wissen, dass es von Jesus kommt. Yes. So these are the Beatitudes which gives us a complete different experience than the Ten Commandments. Und diese Seligpreisungen, die wir jetzt durchgesprochen haben, geben uns eine komplett andere Erfahrung als die Gebote, die 10 Gebote des Alten Bundes. And then he continues. Und dann fährt Matthäus fort in seinem Evangelium. When you leave these Beatitudes, Wenn wir nach diesen Seligpreisungen leben, you are the salt of the earth. ihr seid das Salz der Erde dann. Yes. Salt is used to preserve that something is not deteriorated, something is not perished, something is not damaged. Also das Salz wird gebraucht, um Dinge haltbar zu machen, dass sie nicht verfaulen und nicht schlecht werden. In the culture of Egypt, they used to mummify the pharaohs, that is putting the body of the king in a type of salt, and thousands of years he remains like that. In Ägypten war das so, dass diese Pharaos zu Mumien wurden und dazu wurden sie in ein ganz starkes Salzgemisch gelegt und konnten dann noch Tausende von Jahren. Yes. And they believed that is eternal life. Und die glaubten, dass das ewige Leben ist. So that culture is in the background of this sentence. Diese Kultur, die Menschen zu Mumien und so haltbar zu machen, das ist der Hintergrund für diesen Satz. You are the salt. Ihr seid das Salz. So in you, the Christ, if it is in you, you can make other souls, you can put other souls, so much so, even the whole world in salt, so that they don't perish. Und ihr seid das Salz der Erde. Und wenn Jesus in euch ist, dann könnt ihr durch dieses Salz viele Seelen so berühren, dass sie nicht verloren gehen, dass sie haltbar gemacht werden. You are the salt. Ihr seid das Salz. So these Beatitudes, if you live in the Beatitudes, you will become like Christ. Und wenn wir diese Seligpreisungen leben, dann werden wir zu Christus. You can help the whole humanity. Und dadurch sind wir eine Hilfe für die ganze Menschheit. And then it says, you are the light. Und dann Vers 14, ihr seid das Licht. Light of the world. Das Licht der Welt. He did not say, you will become. He said, you are. Und Jesus sagt hier nicht, ihr werdet das dann irgendwann werden, sondern er sagt, ihr seid es. So, this was before the passion, death and resurrection of Jesus. So what happens after the passion, death and resurrection? Und dies hat Jesus gesagt vor Leiden, Sterben und Auferstehen. Und was ist jetzt nach Leiden, Sterben und Auferstehen? All of us. Es betrifft alle von uns. All of us are salt and the light. Alle von uns sind Salz und Licht. We have been given so much in fullness in our heart. Wir haben so viel in Fülle in unserem Herzen empfangen. Yeah, this is another big theme on the existing Christianity. Das ist nochmal eine ganz andere große Thematik, die Existenz unseres Christseins. The present Christiantum, the present Christian society. Das gegenwärtige christliche Gesellschaft. We are, so to say, living mainly for ourselves, not for the world. Es ist in der Tat so, dass wir
für uns selbst leben, nicht für die Welt. If we take this attitude, we have to be, this Christian or the present Christians must be a salt for the whole world. Then the whole world will change. Aber unser Christentum ist nicht für uns selbst, es ist für die ganze Welt. Und wenn wir unser Christsein hingeben für die ganze Welt, dann wird die ganze Welt verändert, erlöst. Yes. That is the plan of God. Das ist der Plan Gottes. But then if for that we have to become this, we are salt but with good taste. You should have really the saltness in us. Und wir sollen Salz sein, aber Salz mit einem guten Geschmack. Wir sollen wirklich richtig salzig sein. That is why Jesus said here in 13, you are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? Und darum sagt Jesus hier in diesem Vers 13, wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? How can it be made salty again? Wie kann es wieder salzig werden? He did not say here it cannot be made salty. Er sagt nicht, dass das nicht möglich ist. It is possible. Es ist möglich. Mark chapter 9:49. Wir gucken Markus 9. Kapitel 49, glaube ich, verstanden zu haben. Mark 9:49. Markus 9, 49. There it says, everyone will be salted with fire. Da steht, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. What is that fire? Was ist dieses Feuer? Yes. Ja, der Heilige Geist. So, you are the salt of the earth, but the salt should have its own taste of the saltness. Otherwise it is not useful. Also ihr seid das Salz der Erde, aber das Salz sollte auch seinen salzigen Geschmack haben, sonst ist es nicht brauchbar. So if all the Christians of today become full of salt and light, then what will happen to this world? Also wenn alle Christen in unserer Zeit wirklich voll Salz und voll Licht sind, was wird dieser Welt widerfahren? In another retreat I was preaching to priest and bishop. At the last day, on the 5th day, the bishop came up to give a thanksgiving. Und einmal habe ich für Bischöfe und für Priester Exerzitien gehalten und dann am 5. Tag kam der Bischof nach vorne, um sich zu bedanken. My dear brother priest, you heard this man Thomas Paul was preaching to us all 5 days and it was very good. Meine lieben Brüder im Priesteramt, ihr habt diesen Thomas Paul jetzt 5 Tage lang zu uns predigen gehört und es war wirklich sehr gut. I hope you all agree that there was no theological fault in his preaching. Und ich glaube, ihr seid mit mir alle einverstanden, dass da keine theologischen Fehler in seiner Predigt waren. How can this uneducated Thomas Paul preach to us so powerfully? Und wie kann es sein, dass dieser ungebildete Thomas Paul, der keine theologische Ausbildung hat, so zu uns sprechen kann? Yes. My dear brother priest, my question is, why can't we have one Thomas Paul in every parish where you are? Und meine Frage, liebe Brüder im Priesteramt, ist, warum können wir nicht einen Thomas Paul in jeder Pfarrei haben? We surely pray for vocations to have priests and sisters. Ja, wir beten um Berufungen, dass wir Priester und Schwestern, Ordensschwestern haben. But do we really pray for vocations for the lay people to become preachers and evangelizers? Aber beten wir auch für die Laien, dass sie wirklich die Gnade der Predigt und der Verkündigung bekommen? You are the salt of the earth. Ihr seid das Salz der Erde. The Vatican Council very much opened this
area that every lay person has all the charisms to preach. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat das wirklich geöffnet, dass wirklich die Laien alle Charismen erhalten, um wirklich zu verkündigen, zu predigen. Church means the people of God. Kirche heißt die Menschen, die zu Gott gehören. Yes, people of God. That is the lay people. Das sind die Laien. Church means the laity. Church means the lay people. Die Kirche bedeutet, das sind die Laien. Maybe we read out a paragraph from here. Wir lesen nochmal im Katechismus 899. 899. The initiative of lay Christians is necessary, especially when the matter involves discovering, inventing the means for permeating social, political and economical realities with the demands of Christian doctrine and life. This initiative is a normal element of the life of the church. 899. Die Initiative der christlichen Laien ist besonders notwendig, wenn es darum geht, Mittel und Wege zu finden, um die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten mit den Forderungen des christlichen Lebens und Glaubens zu durchdringen. Yes. Now weiter. Lay believers are in the front line of the church life. For them the church is the animating principle of human society. Die Gläubigen und genauer noch die Laien stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Die Kirche ist durch sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Therefore, they in particular ought to have an ever clearer consciousness, not only of belonging to the church, but of being the church. Darum müssen sie und gerade sie ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind. They are the church. Kirche sind. Sie Being sind the church. Kirche. That is to say, the community of faithful on earth under the leadership of Pope, the common head, and of the bishops in communion with him, they are the church. Das heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Sie sind die Kirche. Church is not a building or a structure it is the people of God. Also die Kirche ist nicht ein Gebäude, eine Struktur, sondern die Kirche ist, das sind die Menschen, die dazugehören, die Laien. So every lay person must discover what is the place for him in the church. Und jeder Laie muss entdecken, was ist mein Platz in der Kirche. You have to be a fruitful organ in the body of church. Ihr alle sollt ein fruchtbares Organ am Leib Christi sein. And now a strong idea is coming. That is how our baptismal fountain will become strongly flaring up and pumping up. Und so wird der Brunnen unserer Taufe geöffnet und fängt an zu sprudeln. Then from that moment you will become a salt of the earth. Und von diesem Moment an seid ihr dann Salz der Erde. Light of the world. Seid ihr Licht der Welt. You are giving up. Ihr gebt euch hin. You are flowing to the world. Ihr fließt in die Welt hinein. When you start flowing, more and more will come into you. Und wenn ihr erstmal anfangt, euch zu verströmen, euch hinzugeben, dann fließt umso mehr nach. Yes, we stop here now. Wir machen hier jetzt Schluss. Are you ready for this? Are you ready to be the salt of the earth? Seid ihr bereit, Salz der Erde zu sein? Ready? Yes. Sende deinen Geist aus und alles wird